fürchterlichen Streiks, die in den 60er Jahren in England begannen, eigentlich eine Reaktion waren auf dieses erstarrte Gesellschaftssystem Englands. Naja, und dann verloren sie halt Stückzahl. Der Audi 16 wurde noch in 2 Millionen gebaut, ungefähr. Also dieser Morris 1113, der Mini natürlich noch viel mehr, 8 Millionen, glaube ich. Aber das waren die letzten großen Stückzahlerfolge. In ihrer Verzweiflung brachten sie immer krudere Modelle, zum Beispiel den Morris Marina. Also das war dann so ein extrem konservatives, starrachsiges, zusammengehauenes Ding, so für die eher, ja, und den etwas avantgardistischer gedachten Austin Allegro, ursprünglich mal gut designt von Giugiaro, aber dann stellten sie fest, der Motor passt da irgendwie unter die flache Haube vom Giugiaro nicht rein. Dann wurde mal kurz so rundum, so an der Tornado-Linie ein bisschen erhöht, dann sah das aus wie eine Qualle schlussendlich. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt, hier ist die alte Schule und heute mal aus dem Auto. Markus Klipken, den habt ihr auch schon mal bei mir an der alten Schule gehört, ist immer für eine gute Autounterhaltung zu haben und er hat mir neulich ein PDF geschickt mit dem Hinweis, dass er sich mal Gedanken zum Stand der hiesigen Autoindustrie gemacht hätte. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das wird euch auch interessieren und da wir eine längere Autofahrt vor uns hatten, habe ich uns Mikros angesteckt und das, was dabei herausgekommen ist, das hört ihr heute. Und den Text, den Markus extra nochmal aktualisiert hat, könnt ihr auch nochmal nachlesen. Den habe ich euch auf meine Webseite gestellt und den Link dazu, den findet ihr bei mir unten in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge und der gemeinsamen Autofahrt mit meinem heutigen Gast und Beifahrer Markus Klipken. Wir sitzen jetzt hier in einem Auto, in einem Mercedes, Ende der 90er ist der gebaut worden. Das war für mich die tollste Zeit des Autobaus. Also danach sind bestimmt noch ganz tolle Innovationen gekommen, aber hier war Mercedes noch die Marke. BMW hatte das Produktportfolio, was mich vielleicht am meisten begeistert hat. Der 7er, der 5er, der E46 3er. Das waren für mich fast alles nur tolle Autos, die gebaut haben. VW hat damals den Golf 4 rausgebracht. Vielleicht qualitativ der größte Quantensprung in der Kompaktklasse. Der Smart war in den Startlöchern. Porsche hat sich vom luftgekühlten Motor verabschiedet und ist wie Phönix aus der Asche aufgeflogen danach und eine Weltmacht im Sportwagenbau und Geländewagenbau geworden, muss man jetzt ja auch sagen. Und man hat doch eigentlich gedacht, die deutsche Autoindustrie kann nichts mehr erschüttern, oder? Also hätte ich jetzt Ende der 90er, hätte ich mein ganzes Geld, was ich damals nicht hatte und auch heute nicht, hätte ich auf die deutsche Autoindustrie gesetzt. Was ist denn in den letzten 20 Jahren schiefgelaufen eigentlich? Oder ist da was schiefgelaufen? Oder wie siehst du das? Naja, also die Politik hat sich heftig eingemischt und letztendlich ist eben dieses EU-Verdikt kein Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr ab 2035 hat dazu geführt, dass die Autoindustrie sich komplett auf Elektro hat umstellen müssen. Denn was wäre die Alternative gewesen? E-Fuel braucht als Ausgangsstoff viel Wasserstoff, immense Energie, wenn es denn seriös hergestellt werden. Carbon Air Capture Systeme bei E-Fuel gibt es noch gar nicht, irre aufwendig. E-Fuel ist ein bisschen die Taube auf dem Dach. Okay, und die andere Alternative wäre Wasserstoff- und Brennstoffzelle gewesen, braucht ebenfalls grünen Wasserstoff, um seriös die Umwelt voranzubringen. Teuer, okay. Nein, und insofern war die kurz- bis mittelfristige einzige Weg Elektroantrieb, weil ja das Damoklesschwert nun dank Herrn Timmermans unter anderem in Brüssel über uns schwebt, ab 2035, und das ist jetzt mal gerade in 12 Jahren, kein Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor. Daraufhin hat unser Verkehrsminister Wissing gesagt, ja gut, also wenn wir denn sicherstellen können, dass es CO2-neutral zu betreiben ist, nämlich durch E-Fuel, dann macht es doch trotzdem möglich. Diese sozusagen Hintertür hat man dann gelassen, finde ich sehr richtig, dass man an der Stelle die Technologieoffenheit ist und insofern nur nicht E-Antrieb zwingend vorschreibt. Andererseits die Voraussetzung E-Fuel schwierig, problematisch. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Politik getrieben, und zwar zunächst einmal nur qua Brüssel, woran Berlin bekanntlich beteiligt ist,
hat diese Elektromobilität getrieben. So, und nun passierte Folgendes. Die deutschen Hersteller haben den E-Antrieb, die Kompetenz von Tesla, leider sträflich unterschätzt. Weil die Denke, und damit komme ich auf deine Frage, 90er Jahre war doch super. Ja, die 90er Jahre waren deshalb super, weil deutsche Autoingenieure, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, ein Auto verstanden als eine mehr oder weniger gelungene Komposition aus elektromechanischen Einzelmeistern. Nicht? Also Komponenten schon elektronisch gesteuert, aber eben aus der Mechanik heraus und aus dem klassischen Automobilbau, aus dem Selbstverständnis dieser Autobauertradition, die natürlich, Stichwort Mercedes, die besten Autos der Welt gebaut haben. Das ist völlig unstrittig. Mercedes 600, selbst W126, würde ich vorsichtig sagen, war noch das Beste oder nix. Das war so. Und die BMW-Leute dann mit dem 750i, die erstmalig in der Automotorsport-Test einen W126 im Vergleichstest schlugen, da wackelten dann die Schränke sicherlich in Untertürkheim. Nein, das waren schon großartige Zeiten. So, und aus diesem Entwicklungsverständnis heraus nun plötzlich umzustellen, völlig andere Blickrichtung, nämlich die des Herrn Musk, der ein Auto von vornherein als Rechner verstand, auf 4 Rädern, also einen Computer mit Rädern dran. Das war völlig neu. Aber das erklärt die softwareseitig, bis heute gültige softwareseitige Überlegenheit von Tesla. Das ist aber eben nicht nur das Einzige, sondern Tesla vertikalisiert eben auch in starkem Maße, indem sie eben zum Beispiel die Batterieproduktion und auch die Zellchemie im eigenen Hause haben. Das heißt, sie beherrschen auch die Batterietechnologie. Und diese Kompetenzfaktoren wurden, muss man sagen, als das Thema aufkam in den 90ern, sträflich unterschätzt. Übrigens habe ich jetzt gerade gehört, dass Tesla diese Überlegenheit eigentlich nur der Arroganz der Zulieferer und Autoindustrie zu verdanken hat, weil eigentlich wollten die sich diese ganze Architektur wohl zuliefern lassen. Und die ganzen Zulieferer haben gesagt, wer seid ihr denn? Tesla, kennen wir nicht, geht mal weg. Und irgendwann hat der Elon Musk, wie er nun mal ist, gesagt, dann mache ich das eben selber und ich mache es besser als alle anderen. Leider hat er recht behalten. Bis jetzt. So, das nur so am Rande bemerkt. Wie so eine Lamborghini-Geschichte, dem zeige ich es, dem Ferrari. Ja, weiß ich nicht. In der Art, ich weiß nicht. Ich kann die Geschichte nicht bestätigen von Tesla. Es gibt drei Tesla-Stärken. Also ich habe es im Grunde gesagt. Also die Softwarearchitektur bei Tesla, dann auch die Denke, ein Auto von außen hin over the air updaten zu können. Und eben, ich update das Ding so, wie ich meinen PC update. Wenn ich irgendein neues Programm auflade, da brauche ich auch keine neue Software. Das geht eben, weil es ist ein Zentralrechner. Und damit tut man sich halt schwer, wenn man ein Auto dezentral aufbaut und 1000 Subsysteme einbaut, so irgendwelche Subrechner. Das macht es eben so schwer. Genau. Bist du mal Tesla gefahren? Ja, er fährt toll. Das ist ja das heute das Problem. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Alle Autos fahren toll. Ja. Es ist ja kein Geheimnis mehr, ein Fahrwerk zu entwickeln. Das kannst du dir zukaufen, du kannst es entwickeln lassen. Du kannst alles im Computer vorher berechnen und machen. Es war, glaube ich, was anderes, ein Auto in den 70er Jahren zu entwickeln oder ein Fahrwerk abzustimmen, als heute. Ich glaube tatsächlich, und das ist der große Vorteil für Newcomer, und wir kommen ja sicherlich auch noch auf die chinesische Autoindustrie zu sprechen, Autos fahren eigentlich heute alle toll. Ja. Es gibt kein Auto mehr, was lebensgefährlich rumflattert oder so. Die liegen alle satt auf der Straße, die können alle was. Ne? So, und es gibt eben nicht mehr diese großen Unterschiede wie früher, wo du klar sagen konntest, ein Audi hat die Charaktermerkmale, Mercedes liegt satter, BMW ist sportlicher. Heute sind alle Autos gut und auf Sport getrimmt. Bei Elektroautos oder im Zeitalter ist ja dem Auto ein wesentliches Charaktermerkmal genommen, nämlich der Motor. Ja. Nicht umsonst sagte man, der BMW-Motor, dieser legendäre rein 6-Zylinder-Motor, der gibt dem Auto einen bestimmten Charakter, klanglich und auch Leistungscharakteristik. Der wunderbare Alpha-Doppelnockenwellenmotor, der schnorchelt. Meinetwegen aber auch der Opel oder der Ford, der eine andere Motorcharakteristik hat auch seine Meriten.
Der Motor war ein charakterbestimmendes Merkmal des Autos. Ja. Im Elektrozeitalter entfällt dieses Charaktermerkmal. Ja. Weil ein Akku, der ist natürlich die entscheidende Komponente letzten Endes. Ja, der performt viel oder nicht, aber der hat keinen Charakter in diesem Sinne. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das ist einer der Gründe, meine ich, warum Autos langweiliger werden im E-Zeitalter. Klar. Weil ihnen dieser charakteristische so oder so Motor fehlt. Und jetzt sitzt man natürlich in dieser Situation, dass VW lange Zeit vielleicht der größte oder der einzige Mobilitätsmacher in China, der wird jetzt ganz schnell an die Wand gedrängt. Ne? Und das ist natürlich, VW ist die deutsche Autoindustrie, wenn man es genau nimmt. Oder der Volkswagen-Konzern. Ja, also China hat diesen historische Chance, diesen Zeitschlitz, um in den weltweiten Automobilmarkt einzusteigen, messerscharf erkannt und nutzt ihn. Ja. Indem man vom traditionellen Autobauer Denke her völlig unbelastet war in China. Es gab da keine Denktradition, Autos so oder so zu bauen. Und es gab die Chance, über die letztlich ganz wesentlich durch Tesla, Musk geschaffene Etablierung des E-Autos im Westen, für die Chinesen die Chance darauf aufzusetzen, zumal sie günstige Kostenstrukturen haben, zum einen, und zum anderen wesentliche Zugänge zu den Rohstoffen entweder im eigenen Land haben, wie zum Beispiel Graphit, oder aber sich die Quellen in zum Beispiel Kongo, Kobalt jeweils sichern. Also gute Kostenstruktur, relativ hohe Versorgungssicherheit und eine neue Technologie, bei der alle neu lernen. Da haben die Chinesen gesagt, okay, auf diese sozusagen gleiche Startchance springen wir rauf und machen es. Und das haben sie getan. Und mir hat neulich ein Freund erzählt, er ist noch eine NIO-Probe gefahren. Okay, der NIO ist eine relativ anspruchsvolle chinesische E-Marke. Gesagt, das Ding fährt vorzüglich. Das ist richtig gut. Das heißt, die Chinesen werden jetzt in absehbarer Zukunft ein Qualitäts- und Performance-Niveau erreichen, wie es Hyundai schon hat. Die ja auch super E-Autos bauen. Ja. Hyundai, Kia, Genesis, als, wie ich finde, sehr, sehr überzeugende Edellabel von Hyundai. Naja, und es gibt Prognosen, und das finde ich dann schon erschütternd, die sagen, in 10 Jahren werden die Chinesen in Europa insgesamt einen Marktanteil von ungefähr 50% haben, so bis zur Kompaktklasse. Also so etwa bis Golfklasse Tiguan. 50%. Was das bedeutet für die Volkswagen-Gruppe von Stellantis und Renault an der Stelle gar nicht erst zu reden, das ist schon bedenklich. Aber ich meine, warum lassen die das so außer Acht? Es können doch nicht nur die günstigen, ja wahrscheinlich schon, die günstigen Herstellungskostenstrukturen sein, die alle Kleinwagen irgendwie aus dem Programm nehmen. Oder auch kleine batteriebetriebene Autos, die sich ja anscheinend gar nicht lohnen zu bauen. Oder? Ja, das ist ja mein, was ich ja seit langem sage, verdammt nochmal, da, wo Elektromobilität am sinnvollsten wäre, Ja. nämlich im Kurzstreckenbereich, wo ich nicht diese riesenhaften Batterien brauche, wo ich entsprechend weniger aus der Akkuproduktion heraus die Umwelt belaste, indem ich kleine Stadtwagen baue, da ist Elektromobilität am sinnvollsten, da hat auch Indra recht, da sind wir alle einer Meinung. Umso ärgerlicher finde ich es, ganz offen gesagt, dass Mercedes klang- und klanglos den Smart Fortwo einstellt, der aber offensichtlich nicht nur dem Anspruch von Mercedes nicht ganz gerecht wird, vor allem auch hinsichtlich Deckungsbeitrag nie besonders viel Geld verdient hat. Ja. Aber das Ding einfach sang- und klanglos zu kassieren und stattdessen ein, wenngleich gut gemachtes, aber letzten Endes austauschbares Kompakt-SUV dahinzustellen, sprich den Smart Number One, das finde ich schon ein starkes Stück. Und als einer der Betroffenen kann ich nur sagen, das nehmen die Smartisten in allen westlichen Großstädten den Daimler-Leuten verdammt übel. Ja, ehrlich und ich gesagt, halte es ja. auch für dumm. Ich halte es auch deshalb für dumm, weil jeder Smartfahrer, nicht jeder, aber viele Smartfahrer, kann sich auch noch ein anständiges, erwachsenes Auto daneben leisten. Die gehen bis dahin halt in die Mercedes-Niederlassung, um das Auto warten zu lassen. Ja. Und stehen da rum und reden mit ihrem Smart-Berater und daneben steht vielleicht ein schöner CLS oder eine E-Klasse. Dieses akquisitorische Moment für den Daimler entfällt, wenn Smart jedenfalls in dieser Stadtwagenanwendung entfällt. Also
eine grandiose Fehlentscheidung. Und gut, ich meine, auf der Kompaktseite arbeiten die mit Geely zusammen, die sind ja auch dort investiert bei Daimler. Ich kann nur hoffen, dass die Geely-Leute wieder so einen Kleinwagen irgendwann dann doch einen Fortune-Nachfolger entwickeln werden und dann hier in Europa auch wieder anbieten werden, ob dann unter der Marke Smart oder sonst wie, das kann man sich ja noch überlegen. Jedenfalls, ich finde, es ist eine Korinthenzähler getriebene Fehlentscheidung, das Ding einzustellen. Schönen Gruß nach Stuttgart. Da bin ich wirklich auf der anderen Seite muss man, also das ist so dumm und blöd und kleinkariert. Geht mir genauso. Ich hatte auch mal einen Smart und ich finde auch gerade dieses Label Smart mit einem Kompakt-SUV weiter am Leben zu halten, finde ich auch so ein Medium. Auf der anderen Seite war ich neulich bei Mercedes und da ist mir aufgefallen, da standen da, glaube ich, 6 von diesen Smarts, von diesen SUVs vor der Tür. Ja. Aus heutiger Sicht ist das ja auch wieder ein kleines Auto, weil natürlich die Autos insgesamt so riesig geworden sind. Die standen da zwischen den ganzen, was ist das, GLS oder diese riesen Geländewagen. Das Größenwachstum ist halt... Das ist auch so ein Problem, ist halt, oder? Naja, je größer das Auto ist, desto eher kann ich die hohen Kosten des Akkus beim E-Auto verstecken. Ja, klar. Also relativ, klar, ich meine, ein kleines Auto hat einen kleineren Akku als ein großes. Also ich meine, der Smart, um nochmal das Ding zu nehmen, hat glaube ich 17 oder 18 Kilowattstunden und so ein riesen SUV braucht halt 100. Klar, das ist Faktor 6 dazwischen. Nur das andere Ding, das kann ich halt für 200.000 Euro verkaufen und das andere eben für allerhöchstens 20, lieber 15. Da beißt sich was. Ja. Das ist schon so. Ich meine, es hat ja einen Grund, weswegen es kein anständiges Stadt-Elektroauto gibt bislang. Da gibt es die Startups, zum Beispiel Microlino, sehr sympathisch, keine Frage. Sollte ursprünglich mal, ich glaube, um die 12.000 Euro kosten, umgerechnet. Also, muss man kurz vielleicht sagen, Microlino, das ist diese BMW Isetta-Verschnitt. Ja, oder? genau, pardon. Ja, das ist diese wunderbare, das haben viele vielleicht gesehen, genau, diese Isetta, Retro und so weiter. Sieht eben aus, Fronttür, vorne normale Spurbreite, sitzen 2 oder 3 Leute nebeneinander und hinten geht es dann eben zusammen, ganz eng nebeneinander, hinten stehen tatsächlich wie eine Isetta. Und das ist natürlich ein Sympathiefaktor. Und das hat ein Schweizer Start-up gemacht. Und da ging es ziemlich hin und her, wer das Ding produziert. Das ist halt unglaublich schwierig als Start-up, so wirklich eine Automobilproduktion aufzuziehen. Aber mittlerweile produzieren sie. Und nur, das Ding kostet am Ende des Tages auch ein bisschen über 20.000 Euro. Und damit ist es schon ist wieder dann natürlich ein Zweitwagen. Und das ist ein Luxusfeature. Es ist ein Luxusfeature, zumal es ja kein praktisches Auto ist, oder? Ich möchte damit keinen Crash haben, im Gegensatz zum Smart. Smart ist ein sicheres Auto. Ja. Oder relativ sicher für die Größe. Ja. Und wenn du längs einparkst in so einer Reihe und die Autos stehen dicht an dich nicht mehr raus, und vorher steht einer parkt rückwärts dicht an dich ran, kriegst die Tür nicht mehr auf. Denkst du denn, dass die Politik, die sich ja so gerne jetzt neuerdings in die Industrie einmischt und alles besser zu wissen scheint, dass die kleine Autos zu wenig gefördert hat? Dass man das vielleicht hätte mit, keine Ahnung, Anwohnerparkausweispreisen oder vielleicht Parkticketpreisen oder steuerliche Begünstigungen oder so, dass man kleine Autos ganz bewusst hätte befördern oder vielleicht diese SUVs mehr bestrafen hätte müssen? Ja, man wird dir antworten, dass man ja indirekt durch die Kraftfahrzeugsteuer kleine Autos schon fördere. Ja, kleine Motoren. Hubraum, CO2-Äquivalent und so weiter. Und große ja dadurch eher bestrafe. Ob das denn nicht schon reiche? Weiß nicht. Also das Problem ist doch, der Normalmensch, Normalverbraucher, der braucht halt ein universelles Auto, was alles kann. Ja. Er kann sich nicht 2 Autos nebeneinander stellen, so wie vielleicht der eine oder andere Privilegierte, der sich einen wunderbaren Limousine, in der wir jetzt gerade reisen, für Langstrecken kaufen kann und daneben irgendeinen kleinen Stadtflitzer oder ein E-Bike. Viele Menschen haben nur ein Auto und das muss beides können. Damit muss ich in Urlaub auch gleichzeitig fahren können, aber eben auch zur Arbeit und auch zum Einkaufen. Ja. Und da jetzt zu sagen, wir fördern gezielt so so kleine Autos, das wäre auch nicht ganz das Richtige. So gesehen. Ich meine, das ist ja die berühmte Golfklasse, die einfach, für viele,
junge Familien und so weiter für viele Anwendungen einfach sinnvoll war. Sehr faszinierend, wie viel Platz der Golf schon ab Golf 4 geboten hat. Na gut, ich meine, heute heißt es dann halt das Pendant dazu Tiguan, weil die Leute halt gerne hoch sitzen wollen und diese SUVs ja auch praktisch sind. Fahrdynamisch natürlich viel schlechter, luftwiderstandsmäßig ebenfalls, aber gut. Was ist eigentlich mit den Japanern? Die Japaner hatten ja mal den IQ, Toyota IQ. Ja. Waren ja mal ganz weit vorne, was Hybridisierung anbelangt. Da waren die ja, korrigiert mich, aber ich glaube, es waren die ersten, die das wirklich in Großserie gemacht haben. Ja. Aber irgendwie haben die den Anschluss, ich will nicht sagen verpasst, aber so bei der Elektromobilität ist es jetzt nicht so, dass man da noch von den Japanern spricht, oder? Die da vorangehen. Die können ja auch kleine Autos bauen, die haben auch verstopfte Innenstädte und so, aber ich finde, auch von denen kommt jetzt nichts mehr. Das ist noch nicht gesagt. Also zum Beispiel die Japaner sind sehr weit, übrigens neben den Koreanern auch, bei Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Die haben das Thema beim Pkw noch nicht abgeschrieben. Irgendwelche Schlaumeier aus Deutschland sagen ja, der Fisch sei geputzt mit Wasserstoff-Brennstoffzelle im Pkw. Gestehen das nur dem Lkw zu. Da kann ich nur sagen, das hat man vor, ungefähr knapp 100 Jahren auch mal gesagt beim Diesel, dass das höchstens im Lastwagen sinnvoll sei oder bei irgendwelchen Riesentaxis. Ja. Nein. Es hat sich erwiesen, dass Diesel auch sehr sinnvoll ist im Pkw. Also das lassen wir mal beiseite. Richtig ist nur, dass Wasserstoff- und Brennstoffzelle zunächst im Lkw kommen werden und dann sich erstmal dort etablieren müssen, Skaleneffekte, bis dann irgendwann der Wasserstoff- und Brennstoffzelle tatsächlich zum Diesel der Zukunft wird, auch beim Pkw. Nee, aber deine Frage, ja, was machen die Japaner? Also, ich habe wirklich immense Hochachtung vor Toyota, die den Hybrid etabliert haben, damals mit dem Prius, dann anschließend den Hybrid weiterentwickelt haben zum Plug-in. Das mehr oder weniger alle Leute übernommen. Nur was sollen die Japaner tun, wenn in Europa zumindest ab 2035 gänzlich Verbrennungsmotoren nicht mehr zulässig sein sollen? Dann nützt ja auch kein Hybrid mehr oder Plug-in-Hybrid. Also, nolens volens, schalten die Japaner generell auch zunehmend auf Elektroantriebe um. Ja, mit all der Problematik, die wir hier besprochen haben. Also, man hat den Japanern auch ein Prä genommen, indem man, ja, zumindest in Europa, quasi den E-Antrieb zum obligatorischen gemacht hat. Also auch die Japaner sind ähnlich Leidtragende wie die Deutschen. Wenngleich die Deutschen ja damals mit ihrer Dieselstrategie, ich erinnere noch Clean Green Diesel in Amerika, na gut, hat man damals versucht, gegen den Hybrid, der in den USA eingeführt wurde, gegen anzuhalten. Aber das ist ja aus deutscher Sicht leider nicht so glücklich ausgegangen. Wo bin ich denn da jetzt? Das ist so hanseatisch zurückhaltend, das versuchst du so zu umschreiben. Nein, ich meine, es ist, also ich will noch mal so ein bisschen auf Psychologie. Die Deutschen nach 45, Weltkrieg verloren, alles kaputt, auch so Gesellschaftshierarchien zerschlagen, haben eben durch Fleiß wieder aufgebaut und natürlich auch, das muss man sagen, dank des Platzes und teilweise auch Unterstützung der Amerikaner. Und haben es halt geschafft, sich mit ihren Autos, wir haben es vorhin, glaube ich, schon mal hinsichtlich Mercedes angesprochen, aber auch Porsche, in der Welt einen tollen Ruf zu erarbeiten. Und zumindest die ältere Generation, zu der ich aus heutiger Sicht leider nun auch schon gehöre, selbst wenn es dabei Leute gab, die sich nie besonders für Autos interessiert haben, die haben dann doch unterschwellig befriedigt zur Kenntnis genommen, dass eben Mercedes S-Klasse das beste Auto der Welt war. Und der Porsche 911 einfach ein Welterfolg war. Und Volkswagen mit dem Käfer, noch mit dem Golf, einen Welterfolg gelandet hat. Und das hat ein Stück weit deutsche Identität gestiftet. Das muss man wirklich sagen. Autonation Deutschland, Autokanzler
was es alles für Stichworte gegeben hat. Dieser Stolz auf die deutsche Autoindustrie, der steckt in vielen von uns drin, in den Jüngeren sicherlich weniger als in uns Älteren. Aber das ist so. Und deswegen nehmen wir das halt mit so einer Beklommenheit zur Kenntnis oder auch Angst vielleicht zur Kenntnis. Was wird aus dieser Industrie? Verlieren wir unsere Vormachtstellung? Ja, in der Kompakt- und Mittelklasse fürchte ich ja. Daraufhin liest man nun, schalten die berühmten Premium-Hersteller, also Mercedes, BMW, Audi, auf Luxury. Ausweichen nach oben, Premium-Strategie. Ja, kann man machen. Dann muss man allerdings auch liefern. Ja, und da sind die unterschiedlich gut aufgestellt. Also Mercedes zum Beispiel, Software scheint wirklich verdammt gut zu sein. Diese M-Books. Dann Assistenz und vor allen Dingen autonome Fahrsysteme. Sehr, sehr gut, auch ausdrücklich gegenüber Tesla. Also die Autonomiesysteme sind nicht so, es liegt an der Sensorik, an der Software, Redundanz ist zu komplex. Da sind sie gut. Schwierig ist Thema Akkukompetenz, weil Akku entscheidet halt über Performance und Reichweite. Da entstehen jetzt in Europa ja zunehmend auch Fabriken, um auch an der Stelle Abhängigkeiten zurückzunehmen von den fernöstlichen Herstellern. Das ist alles ganz gut. Nur von Autos, die dann 200.000 Euro aufwärts kosten, verkauft man halt nicht so viele. Und insofern, dann werden Stückzahlen zurückgehen. Ja. Ich meine, auch du kommst vom Zulieferer. Ich meine, du weißt, du kennst ja nun auch die ganzen Skaleneffekte. Ja. Wenn du Masse ankaufst oder so und was hinter der Blende vom Klimaregler ist, das ist nun mal bei Kleinwagen und auch bei großen das Gleiche. Ne? Absolut. Und das werden die großen Zulieferer nicht mit Amüsement zur Kenntnis nehmen, wenn es heißt, ja, also von dieser oder jener Plattform sind es dann künftig nicht mehr 500.000 oder gar 2 im Jahr, sondern nur noch, 300.000 oder sowas. Das wird zu Problemen führen mit den großen Zulieferern. Und die großen Zulieferer, die werden gelockt von Chinesen und Koreanern. Ja klar, und die gehen dahin, wo das Geld weggeht. Ja, also für die Zulieferer ist die Situation einfacher als für die OEMs. Und ich meine, dann, was ja recht ernüchternd war, aber neulich diese Befragung von den Leuten Uscale, das ist ein Marktforschungsinstitut in Stuttgart, die haben also jetzt in diesem Jahr 2023 Elektroautobesitzer danach gefragt, wie wahrscheinlich ist es, dass du dein Auto, was du fährst, dein Elektroauto weiterempfehlen würdest. Ja. Und diese Befragung immerhin, also 4.500 Leute befragt, nur reine Batterieautobesitzer, nicht Plug-in-Leute. Die muss man erst mal finden. Das ist schon verdammt repräsentativ. Ja. Und das haben die gemacht in Deutschland, Österreich, Schweiz, kurz DACH genannt, also Deutsch, Schweiz, Österreich. Und in dieser Befragung liegt Tesla in der Empfehlungswahrscheinlichkeit mit fast 70% weit vorn. Und man darf es kaum sagen. Mercedes liegt da im Vergleich bei 41%. Du musst dir mal vorstellen. Das ist, also das tut so weh. Das tut wirklich weh. Wenn man aber ich meine, Tesla schafft es natürlich, die Leute fast religiös zu ködern. Danke. Und ähnlich wie damals, wie Steve Jobs das mit seinen Apple-Computern geschafft hat. Die haben richtige Fanboys. Ja, und das hat halt schon ein bisschen Sektencharakter. Ja. Und das muss man ganz klar sehen. Diese Elektroauto-Leute sind immer noch aus heutiger Sicht diese Early Adopters oder Early Innovators, die sich sehr, sehr stark mit den Marken, es ist ähnlichen Effekt wie bei Apple, da gibt es auch so Apple-Gläubige heute noch. Und das ist bei Tesla ähnlich. Und in so einer Identifikationsgrad ist da im Zweifel höher als bei Mercedes, also bei den Leuten, die einen elektrischen Mercedes fahren. Das ist sehr deutlich zu sehen. Also zum Beispiel hier auch, ich sehe mal, Ranking auch ziemlich hoch. Gut, Porsche, klar, wer ein Porsche fährt, identifiziert sich in der Regel mit seiner Marke. 63% auf Platz 2. Aber dann wiederum, und das passt dann nicht ganz in die Argumentation, Genesis, die Edelmarke von Hyundai, 62%, knapp hinter Porsche, Elektroauto empfehlen.
Ja, musst du dir Also vorstellen, das ist, da kann man nur sagen, wiederum Hut ab vor den Dann Koreanern. müssen die ein gutes Produkt haben, denke ich mal. Verdammt also imagemäßig Ja. wüsste ich jetzt nicht, warum man Nein, bleiben also soll. das ist ein Schlaglicht und aber das ist schon ein bisschen bedrückend, was da herausgekommen ist. Auch BMW, also die sind ein bisschen, ja Gott, die sind immer noch bei um die 50% Empfehlungswahrscheinlichkeit, aber an die knapp 70 von Tesla, da kommt keiner ran. Das Problem ist aber vielleicht auch, dass der größte deutsche Hersteller oder zeitweise ja der größte Autokonzern der Welt meiner Meinung nach einfach mehr Werbung für Elektroautos der Marke Tesla gemacht hat, in Form von Herbert Diess, der eigentlich die ganze Zeit immer nur geschwärmt hat, wie toll Tesla funktioniert und ganz vergessen hat, dass CARIAD ja auch mal auf die Schiene gebracht werden müsste, damit auch mal die eigenen Produkte gut funktionieren, aber das haben die nie so richtig hinbekommen. Also ich meine, ich habe ja mal ein Video hochgestellt, wie ich in einen Golf gefahren bin, das war jetzt kein Elektroauto, aber die ganze softwareseitige Geschichte bei VW ist, finde ich, schon finster, oder? Ja, also nicht nur du hast in diesem großartigen, weil das ist eines der ersten sehr deutlichen Kritiken an diesem MMI von VW, was halt, du hast es damals im Golf 8 vorgeführt, es ist ja dasselbe im ID 3, 4, 5. Hat ja auch nicht nur der Carsten Arndt den VW-Leuten um die Ohren gehauen, sondern auch die Automotorsportleute und viele andere zum Glück. haben dieses Man-Machine-Interface, was Volkswagen da schafft, mit nicht beleuchtetem Schieber für Lautstärke. Also, Wahnsinn, schlimmer oder? kann man es gar nicht machen. Denen um die Ohren. Daran arbeiten die jetzt. Die VW-Leute haben es verstanden. Sagen, okay, machen wir. Das klappt jetzt aber auch, weil es ist, glaube ich, der Schieber neuerdings beleuchtet in der aktualisierten Auflage. Okay. Aber das ganze MMI umzufummeln, das dauert halt leider. Und, das Und leider wird es dann wieder ein umgefummeltes Ergebnis geben. Ne? Und ich meine, die haben natürlich das Problem, dass da auch viele Köche da mitarbeiten. Die Audi-Leute, die VW-Leute, die Porsche-Leute, die wollen alle, Skoda, Seat, die wollen alle ihre eigenen... Ich habe ja mal, lustig, ich habe eine Anekdote, ich habe mal bei Porsche, in dem Design Center, was die in Weissach haben, Style Porsche, einen Vortrag gehalten über die Geschichte des Autoradios und dabei auch so ein bisschen natürlich Ausblick auf die Zukunft und so und Designaspekte und so weiter. Also, weiß ich so, 60, 70 Designer so am Freitagnachmittag saßen da locker zusammen und da sagte ich zu denen, was das die Autoradio, überhaupt MMI, das ist ja ein Kommunikationssystem, eins tun Sie bitte, behalten Sie den analogen Drehknopf für die Lautstärke bei, das ist ein Befehl. Da war der schon längst Und es weg. gab Szenenapplaus. Ja, die fanden das so prima. Und Aber ich wenn hoffe, die Designer das doch so prima finden, warum machen sie es dann nicht? nein, die Einfach. Porsche-Leute machen es ja. Also aber die VW-Leute nicht. Nein, also gut, also das ist einfach, das ist eine Schleifspur dieses Radikalschwenks, der unter dies vollzogen wurde. Weil die Wende hin zur Elektromobilität mit dieser Radikalität, ich meine, die erinnert schon auch an den Umschwung 1974, 75, als Volkswagen umstieg vom Heckmotor Luftkühlung auf Frontantrieb Quermotor. Ja. Sprich, als sie den Passat und den Scirocco Golf eingeführt haben und kurz danach den Polo, basierend natürlich auf der Technik aus Ingolstadt, die ja vorhanden war, und sich eben verabschiedete von der Käferkultur. Und ein paar Jahre später hat man gesagt, mein Gott, Gott sei Dank, so ist es. Dann ist ja die Frage, ob dasselbe historisch eintreten wird jetzt bei den Elektroautos. Naja, von den Verkaufszahlen sieht nicht. Ne? Leider eben so nicht. Also ich bin verunsichert, eigentlich meine ich ja, weil eines muss man natürlich dazu sagen, ganz grundsätzlich. Wenn, wie es in Deutschland geplant ist, mindestens 80% des Ladestroms grün sein werden, und heute sind es ja mal gerade, gut, wegen Erdgasproblematik und so weiter, sind sie ja unter 50 geraten. Wenn wir tatsächlich über 80% grünen Strom im Mix aus der Ladedose bekommen, dann liegt das Elektroauto gesamtökobilanziell eindeutig vor dem verbrennungsmotorischen Auto. Das, lieber Fritz Indra, das muss man einfach mal an der Stelle ehrlicherweise sagen. Richtig ist nur Problematik der Rohstoffabbauten, regionale, auch politische Abhängigkeiten und vollkommen unbestritten, dass das CO2-Äquivalent der Herstellung des Akkus erheblich ist. Deswegen jedes Elektroauto mit einem CO2-Rucksack erstmal losfährt, den es dann über seine
über alles gerechnet, niedrigere CO2-Emissionen im Betrieb abfahren kann im Vergleich zum Verbrenner. Ja, und das ist ja dann auch regional in Ländern wie Frankreich mit Atomstrom oder Genau. mit Pumpkraftwerken in Norwegen, Schweden. Richtig. Wird den Rucksack schneller los Das als ist bei das uns. positive Extrem. Das negative Extrem ist ein Land wie Polen, Ja. die halt aus historischen Gründen, klar, noch immer 80% Kohlestrom fahren. Ja. Da kannst du also im Vergleich zum ID3 fährst lieber einen Golf mit 6 Zylindern und täglich Vollgas. Da bist du immer noch sauberer unterwegs als mit einem Elektroauto. Also es kommt sehr, sehr darauf an, wie grün oder nicht grün der Strom ist. Aber kein Stress, die Polen helfen uns ja manchmal nachts über die Runden. ja, nee, das ist prima, Polen, tolle Entwicklung, tolles Land. Nee, aber also ich meinte nachts über die Runden mit Strom, wenn Ach so, Solarzellen und kein Wind steht. Also Ja, das stimmt. dann liefern sie ihren dreckigen Strom. Um Gottes Willen, ich weiß nicht, an was du gedacht hattest, aber das würde ich ja nie sagen. Ohne Schwacki mal pense. Ja, genau. Ich habe ausgerechnet, natürlich, also es ist ganz schwierig, es braucht etliche Prämissen, CO2-Äquivalent bei der Akkuherstellung, dann natürlich, wie viel CO2 ruft die Produktion eines konventionellen Verbrennungsautos, Motorautos hervor im Vergleich zum E-Auto. Und natürlich dann schlussendlich, das hatte ich schon gesagt, der CO2-Ausstoß über den Betrieb hinweg und schlussendlich bis wie lange wird das Ding überhaupt genutzt? Über, 200.000 Kilometer, 300.000, 400.000, wer weiß es, unterschiedlich. Und schließlich das Recycling oder die Verschrottung. Ja. In dieser Gesamtbilanzrechnung verbrennungsmotorisches Auto versus Batterieauto braucht es stundenlang irgendwelche Prämissen. Prämissen. Und weil die Prämissen unterschiedlich gesetzt werden können, kommen die Fachleute zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Nach meiner bescheiden unmaßgeblichen Rechnung gilt Folgendes. Ein kleines Stadtauto, Smart EQ, fährt seinen Rucksack gegenüber der Verbrennerversion nach ungefähr 30.000 Kilometern ab. Ab 30.000 Kilometern ist der batterieelektrische sauberer. Ein Mittelklasse-Auto, so Größe 3er BMW, Model 3, ja, so diese Klasse, da ist der Rucksack natürlich größer, weil der Akku größer ist. Da braucht es so 60 bis 70 1000 Kilometer, 60 bis 70.000, bis das Elektroauto gesamt CO2-bilanziell in Führung geht. So, das heißt also, und da natürlich die Autos schon länger als 60, 70.000 Kilometer genutzt werden, ist über die Gesamtbilanz das E-Auto dann schon vorn. Und das eine Rechnung, das ist jetzt wichtig, bei dem Strommix, den wir, was hatte ich da genommen, ich glaube 2021 hatten, also noch längst nicht bei 80% Grünstrom. Das ist wichtig zu sagen. Je grüner der Strom wird, desto günstiger wird die CO2-Bilanz fürs Elektroauto. Ja, das heißt, es ist in die Zukunft gedacht. Ist da schon was dran an der E-Mobilität? Das muss man immer dazu sagen. Wie lang ist denn der Akku nutzbar in so einem Auto? Ja, Wenn du sagst, nach 70.000, ja. aber noch 30.000 sehr, sehr CO2-neutrale Kilometer und dann ist der Akku vielleicht so weit unten, Ja, also es gibt dass er ja, ausgetauscht werden muss. Dann fängt man wieder von es vorne gibt ja an. so Statistiken, die sagen, also bei den Tesla-Akkus, weil wenn die Teslas halt am längsten im Feld sind mittlerweile, schwankt zwischen vielleicht 80.000 und 500.000 Kilometern. Ja, okay. Ja, und der mittlere Wert liegt so bei 150.000, 200.000, meine ich mich zu erinnern. Da gibt es so eine Verteilungskurve. Das hängt, das weiß man auch, ganz stark davon ab, wie stark man den Akku stresst. Wenn man ihn permanent in einen High-Power-Charger lädt und den also hochbläst in 30 Minuten von 20 auf 100 oder 80. Das hält auch kein Autotank, wenn man da schnell Sprit reinfüllt. Ja doch, der hält es besser aus. Nein, das stresst das eine ist, also Schnellladung stresst den Akku. Ja. Man tut dem einen Gefallen, wenn man ihn sanft hochlädt über Nacht. Und auch Power, also hohe Power Leistung. abrufen. Also wenn ich da im Nürburgring ein paar Mal fahre, da stresse ich den Akku gewaltig. Chemisch, physikalisch. Und deswegen ist wie man mit dem Ding umgeht,
Ja, und auch extreme Umgebungstemperaturen, oder? Ja, Also ich wobei bin die da haben ja eine alle Gegend- Thermomanagement, aber da sind die auch nur in gewissen Grenzen. Ja, klar. Also wenn du in Gegenden, wo minus 20 Grad sind oder plus 30 regelmäßig, Ja. Bei minus 20 Grad würde das gar nicht fahren können oder nicht vernünftig. Dann wärmt sich der Akku mit seiner eigenen Energie selbst erstmal vor. ja, gute. Die heizen sich ja kühlen sich auch teilweise, weil die Akku braucht ein Thermomanagement. Alles schon ziemlicher Irrsinn mit diesen Lithium-Ionen-Dingern, die obendrein auch noch brennen können. Aber ich will jetzt keine Angst und Panik verbreiten in Tiefgaragen und bla. Ja, kommt vor, weiß ich nicht. Da ist, würde ich sagen, die statistische Basis noch ein bisschen dünn. Also, ja, gut, das ist Sonderthema. Was sind denn die Alternativen? Also einmal das Recycling von Akkus. Dann liest man ja auch immer viel, aber so richtig, das sind ja alles immer noch Laborwerte, oder? Oder gibt es da jetzt schon so richtig eine Lösung, wo man sagt, so 90% der Akkus gehen zu uns? Oder es gibt ja immer diese Zweitverwertung von Akkus. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass man irgendwelche Autoakkus sich in den Keller packt als Puffer für Solarzellendächer oder so, wo die dann noch ein zweites tolles Leben vor sich haben. Naja, Das ist wahrscheinlich die gängige Version, weil ja. Recycling ist meiner Meinung nach, also ich korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber es gibt noch nicht die Königslösung. Nein, ich habe noch kein Projekt, oder ich weiß von keinem Projekt, bei dem nachgewiesen wäre, dass ein Recyclingverfahren für Lithium-Ionen-Traktionsakkus nachgewiesen ist, was wirtschaftlich wettbewerbsfähig ist mit dem hinterher wieder zurückgewonnenen Rohstoffen verglichen mit neu aus der Erde geholten Rohstoffen. Das ist die Schwierigkeit. Es kann passieren, und das wäre natürlich furchtbar, dass es eben wirtschaftlicher ist, den Kobalt aus dem Kongo zu holen und das Lithium aus der Atacama-Wüste in Chile und das Graphit aus China mit all seinen Nachteilen verglichen damit, als dass man das recycelte Material verwendet. Das wirtschaftlich ist es noch nicht nachgewiesen. Es gibt diese Verfahren, teilweise mechanisch geschreddert, teilweise chemisch. Also ich gesagt, da stecke ich nicht so gut im Detail drin. Ja, aber ob man sie denn auch anwendet, ist halt die Frage. Ich meine, Dies hat mal gesprochen von bis zu 90%, glaube ich, Recyclingfähigkeit der Rohstoffe. Ob das tatsächlich so gehalten wird. Also es ist ein nennenswerter Anteil, den ich durch Recycling zurückgewinnen kann. Ja, das stimmt. Nur wie gesagt, die Wirtschaftlichkeit von Recycling steht halt auf dem anderen Blatt. Ich meine, das kann ich natürlich auch wiederum durch irgendwie Gesetzesvorschriften regeln, indem ich also einfach vorschreibe, so und so viel Prozent mindestens müssen aus recyceltem Material. Ja gut, aber das macht die Mobilität ja noch mal wieder teurer. Das macht sie und eigentlich noch asozialer, wenn man es planet. Ja, noch teurer, noch asozialer. Ja. Aber man kann gar nicht oft genug, klar, ich meine, das billigste Auto, Elektroauto, lassen wir mal den Smart, den gibt es ja nun leider nicht mehr, darüber habe ich mich ja schon hinreichend, ist der Dacia Spring, der 23.000 Euro. Fährt prima, aber ich meine, das ist natürlich jetzt kein raffiniertes, tolles Elektro, aber immerhin. Ja, ich meine, bis vor kurzem gab es noch einen Hyundai i10 für 10.000 Euro. 12.000 kostet er heute vielleicht. Ein wunderbarer Wagen. Ja, Faktor 2 ungefähr. Basic Verbrenner, 12.000 Euro. Basic Elektro, fast das Doppelte, praktisch das Doppelte. Und so Golfklasse, wie man so sagt, da fängt es heute bei 35.000 Euro an. Nochmal 10.000 mehr. Ich meine, das ist asozial. Ja, und die Leute, die sowas kaufen. Da hat Indra völlig recht. Ja, die Leute, die sowas kaufen müssen, die haben oder auf sowas angewiesen sind, die haben wahrscheinlich keine Chance, einen Firmenwagen zu bekommen. Das ist die viel zitierte Supermarktkassiererin, die kauft das von ihrem Nettogeld oder finanziert das gegen inzwischen steigende Zinsen wieder. Bei weiterhin steigenden Lebenshaltungskosten. Und ich glaube einfach, das Ganze zielt darauf ab, dass Mobilität einfach zurückgefahren wird. Individualmobilität. Ne? Ich meine, aber Fliegen ist ja auch teuer geworden. Die Bahn ist eine Katastrophe. Mobilität wird zurückgefahren, da habe ich so das Gefühl. Oder soll zurückgefahren werden. Vielleicht haben wir es auch ein bisschen übertrieben, aber... Ja, gut, aber dann kokunen die Leute auf dem Land zumal sich endgültig hinter ihren Bildschirm. Ja, und mit langsamem Internet in Deutschland leider. Ne? Das wäre ja auch nochmal toll, wenn das wenigstens funktioniert hätte, aber auch das haben sie irgendwie vergessen. Ich meine, dann vereinsamen die Leute im physischen Miteinander noch mehr, wenn die auch noch die Mobilität
Ich meine, das Internet ist ja ein Segen. Ich meine, früher musstest du ja physisch mobil sein, um vernetzt zu sein. Diesen Job macht heute das Internet und das Smartphone. Also du musst jetzt nicht um Kontakte zu haben, unbedingt rausfahren mit deinem Käfer ins nächste Dorf, wie es früher mal war. Ja. Aber es ist eben, das sehen wir ja auch an Messen. Wir haben es immer gesagt, wenn das Internet kommt, wird das Messewesen, also Ausstellungswesen, wird dann sterben. Das ist nicht eingetreten. Das heißt, wir Menschen, Gott sei Dank, brauchen 3D-Kommunikation, sprich anfassen, Leute physisch begegnen. So, und wenn dieses Bedürfnis, was ich für sehr nachvollziehbar halte, bestehen bleibt, dann wird auch das Mobilitätsbedürfnis bestehen bleiben, um Menschen zu sehen, zusammenzukommen. Und das wird eben verteuert. Oh, und deswegen sagen wir, das ist ärgerlich. Und jetzt hast du eben gesagt, dann wird Mobilität nein, es wird das Neuwagengeschäft zurückgefahren werden, weil die Leute es nicht mehr leisten können oder auch nicht mehr leisten wollen und behalten halt einfach ihre alten Verbrennungsautos. Und dann werden immer mehr Gebrauchtwagen, immer mehr alte Autos auf unseren Straßen rumfahren und dann haben wir einen Kuba-Effekt. Das ist der Kuba-Effekt, der, wenn nicht noch wieder was anderes passiert in Brüssel, die Herrschaften es sich nicht anders überlegen, absehbar ist meines Erachtens, dass wir hier zunehmend alte Verbrenner sehen werden, die Leute fahren, weil man sie ihnen ja nicht wegnehmen wird. So weit gehen die Grünen dann doch nicht, dass sie die auch noch verbieten und Nein, die Leute werden ihre alten Autos weiterfahren. Fertig aus. Und sind auf Gedeih und Verderb von den Spritpreisen abhängig und dem Wohl und Wehe. Ja, darüber lässt sich natürlich regeln, ja, klar. Weiß man nicht, was da noch kommt. Ja. Ich meine, die Industrie, die richtet sich natürlich darauf ein. Ja. Die können nicht so schnell wieder aus den Genau, was sollen die armen ja. Kerls denn machen? Ja. Das ist Beschlusslage. Ja. Die haben Planungsvorläufe von 10 Jahren. Gestaffelt, Ja. 10 Jahre mindestens. Das ist natürlich gestaffelt, kurzfristig, langfristig. Ja, aber einen neuen Verbrennungsmotor bringt keiner mehr auf den Weg. Obwohl doch BMW außer hat es jetzt BMW gerade gemacht. Ja, genau, BMW macht das. Die Ja, haben aber toll. natürlich auch einen Weltmarkt vor Augen. Ja. Und das fehlt mir auch so ein bisschen, diese Vision bei deutschen Herstellern. Die Chinesen entwickeln auch Verbrennungsmotoren. Die nutzen das irgendwie auf der ganzen Breite, dieses historische Fenster, von dem du eben auch gesprochen hast. Ja. Dass die sagen, geil, wir gängeln jetzt eigentlich die Welt in die Elektromobilität, haben die ganzen Rohstoffe, entwickeln aber selber Verbrenner, weil wir haben auch noch andere Märkte vor Augen. Wir waren jetzt gerade im Urlaub, wir haben da auch schon drüber gesprochen und wir waren ganz erstaunt, wie viele Inder auf einmal da waren. Ein Volk von 1,4 oder 1,6 Milliarden Menschen, so viel wie die Chinesen. Wenn die jetzt alle die Mobilität noch für sich entdecken, ich glaube, dann können wir uns jetzt noch 10-mal um uns selbst drehen. Dann brauchen wir auch gar nicht mehr über Elektroautos nachzudenken, dann ist die Erde dem Untergang geweiht. Du sprichst es an. Also die Inder haben ähnlich wie die Chinesen ungefähr 1,4 Milliarden 1,4 waren es, ja, Menschen in ihrem Land. Ja. Also die Chinesen sind mittlerweile der CO2-Emittent Nummer 1. Ja. Mit einem Anteil von mittlerweile über 30% am gesamten 30%, menschengemachten, also anthropogenen CO2-Ausstoß. Die Inder liegen mittlerweile vielleicht bei 8%. Das ist dieselbe Anzahl an Menschen, emittiert nur ein Viertel oder was, wie die anderen vergleichsweise. Wenn Indien einen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß wie China hätte, dann würde ich sagen, es ist besser, diesen Planeten rechtzeitig zu verlassen. Dann sind wir wieder bei Elon Musk. Dann schmilzt der Permafrost weg, dann gibt es keine Alpen mehr, dann verschwinden Inseln, dann gibt es extrem. Also das bitte, das heißt also, und ich meine, das ist ja eine Moral, ich meine, wer will es denn den Indern verdenken? Ja, niemand. Und wer will es auch den Chinesen selbst verdenken? Denn immer noch, obwohl China der größte Emittent ist der durchschnittliche CO2-Ausstoß pro Mensch in Amerika, in Nordamerika und in Europa doppelt so hoch wie in China. Und das ist eine schwierige Situation, wenn wir, deswegen auch mein Petitum gegen den verdammten Zeigefinger, wenn wir den Chinesen sagen, ihr müsst aber mal was gegen CO2 tun, dann sagen die, Leute, wir sind immer noch um mehr als Faktor 2 besser als ihr im Westen. Ja. Lass mal deinen Zeigefinger schön stecken. Schleich die. Das ist, und die Inder würden es noch viel mehr sagen können. Das ist also schwierig. Und ich meine, die Chinesen, arbeiten ja auch bei ihren Kraftwerken mehrgleisig. Die bauen Kohle aus
das ist erschütternd, aber die sagen, okay, ist halt opportun, kostengünstig. Jetzt dient sich Herr Putin als billige Gastankstelle auch noch an. Ja, klar. Die machen Atomkraft, Kernkraft. Ja, gut, die müssen den Energiehunger ja irgendwie stillen. Ja, und sie machen natürlich auch Solar- und Windkraft. Das heißt, wie du richtig sagst, auch auf der Kraftwerksseite fahren die Chinesen mehrgleisig. Ja, Ziemlich das schlau. ist übrigens auch das nächste Problem, dass wenn wir den Verbrenner verbieten und dann vielleicht, also einmal geht dann ja sehr viel Kraftfahrzeugsteuer im Jahr flöten, das muss ja auch irgendwie umgelegt werden, darf man nicht vergessen. Das wird ganz sicher bei den Elektroautofahrern dann wieder geholt. Also da machen wir uns mal keine Illusion, dass das so günstig bleibt, wie es jetzt ist. Aber wenn wir das Benzin nicht mehr importieren oder das Rohöl, dann wird der Marktpreis sinken und dann werden sich auch Länder wie Indien, Afrika, was weiß ich, wer freuen und sagen, toll, dann kaufen wir es halt vom Weltmarkt weg. Damit ist aber das Öl weiterhin verbrannt. Also das ist dann nur nicht bei uns verbrannt, aber irgendwo anders auf der Welt. Das ist sehr, sehr richtig. Es ist Paradoxon, was der Professor Werner Sinn auch aufgerufen hat. Er hat gesagt, wenn wir als Abnehmer ausfallen, dann geht es woanders hin. Ja. Und es ist überhaupt nichts gewonnen. Das ist ja das Verrückte. Nicht? Ja. Es ist eben einfach, CO2 ist ein Weltproblem. Ja. Und es setzt das Einverständnis aller Beteiligten voraus und es ist schwierig. Also, du hast eben von Abhängigkeiten, lokalen Abhängigkeiten gesprochen, also was Rohstoffe anbelangt, was Erdöl anbelangt. Wir tun ja immer so, wenn wir uns Solarzellen aufs Dach machen, dass wir dann komplett unabhängig sind. Das sind wir natürlich mitnichten. Wie ist denn das eigentlich bei den E-Fuels? Das werden wir auch niemals unabhängig sein. Ne? Nein. Also, das sagt auch Robert Habeck richtigerweise, Deutschland wird auch langfristig ein Energieimportland bleiben. Selbst wenn wir die regenerativen Energiequellen, also in allererster Linie bei uns Windkraft, ein bisschen Solar, so weitestgehend ausbauen, wie wir nur können, wird Deutschland auch langfristig um die 70% seines Energiebedarfs importieren müssen, weiterhin. So, das wird nur eben bitteschön grüne Energie sein müssen. Und es ist entweder kommt grüne Energie direkt per Stromleitung, das geht vielleicht noch bei Skandinavien, aber aus Afrika wird es dann schon schwieriger, geschweige denn aus Südamerika, wo man Photovoltaikregionen hat, wo man halt grünen Strom erzeugen kann, den man eben dann gleich umwandeln muss in Wasserstoff oder in Methanol. Wasserstoff ist halt, erstens kann er explodieren und brennen, aber ein immenses Volumen, das heißt, um den transportabel zu machen, das Problem habe ich ja auch im Auto oder sonst wo, ich muss ihn unter extremem Druck komprimieren, man spricht ja von den 800 Bar Tanks, oder aber auf minus 253 oder 54 Grad herunterkühlen, dann wird er flüssig und zieht sich auch zusammen. Deswegen ist diese Vorstufe Methanol, das ist günstiger für den Transport, kommt auch an. Aber in welcher Form auch immer wir grüne Energie importieren werden, sie muss halt aus ökologischer Sicht bitteschön grün werden. Das ist ja auch so ein Paradoxon, oder? Dass wir diese komplette Energiewende mit dem Ausstieg aus der Atomenergie, ich bin jetzt kein Atombefürworter, weil natürlich gibt es da auch Reste, die irgendwo entgelagert werden müssen. Das hat alles seine negativen Seiten, das ist schon richtig. Aber wir kommen ja auch beim Windenergieausbau nicht so richtig voran, oder? Solange noch nicht auf jedem Industriegebäude Solarzellen sind, finde ich, darf man nicht immer irgendwie den Endverbraucher gängeln. Da muss man mal sehen, dass man da mal irgendwo ein bisschen was einspart. Ja, es gab ja im Englischen den berühmten Begriff der German Angst. Ja. Und ich würde sagen, das Hauptproblem unseres Landes ist jetzt auch Angst, immer noch. Liegt uns Deutschen auch ganz gut. Vor allem German Slowliness. Das Deutschland-Tempo, von dem Scholz ja zu Recht spricht, muss erhöht werden, indem eben die Genehmigungsverfahren, das ist das Problem, generell auch im Industriebereich natürlich, überall, wo investiert wird, massiv beschleunigt werden müssen. Ja. Bauwesen zum Beispiel. Ich glaube, 800.000 unbearbeitete, unfertige Bauanträge stehen. Also, was einfach durch die Verwaltung an Zeit verloren geht. Ein Verfahren, das muss massiv beschleunigt werden. Aber du hast recht. Also der Ausbau der grünen Energien
geht nicht so voran, wie wir uns das vorgestellt haben. Übrigens auch nicht in Bundesländern, die grün und schon länger grün regiert werden, wie zum Beispiel Baden-Württemberg. Ja, nee. Ein Land, was extrem hinterherhing beim Ausbau der Windkraftwerke. Ja. Also das finde ich ganz erstaunlich übrigens und Ich auch. ernsthaft, ohne polemisch zu sein, wirklich erstaunlich. Da hätte ich also spätestens gedacht, dass der Kretschmer dafür sorgt, dass man sagt, so jetzt zeigen wir mal, wie eine grüne Landesregierung funktioniert und wie das Land dann voranschreitet. Und da ist Geld. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, woran es in Baden-Württemberg hängt. Ich weiß es auch nicht. Diese 10H-Regel, die ja sagt, ich weiß nicht, ob die da noch gilt, also die Höhe des Windrades, wobei ich glaube, gemessen sogar ab Oberkante Flügel, das können ja locker 200 Meter sein bei den großen, dann mal 10, das 10H, dann muss das 2000 Meter, also 2 Kilometer Abstand haben zum nächsten Haus, Ja. zur nächsten Ortsgrenze. Und es schränkt natürlich die Platzierbarkeit dieser Windräder offensichtlich erheblich ein. Aber ich weiß nicht, wie weit. Es könnte sein, dass es eines der Punkte ist in Baden-Württemberg. Oder schlicht aber die Kommunen sagen, nö, wollen wir nicht, finden wir nicht schön oder sonst wie. Ich kann es nicht sagen. Müssten wir recherchieren. Müssen wir eigentlich den Herr Kretschmann uns sagen können. Ist ja ein netter Er Mensch. sagt es natürlich in einem Dialekt, den man kaum versteht. Ne? Von daher fragen wir lieber nicht. Und du kaufst dir jetzt nochmal einen Elektrosmart. Einen letzten. Ja, weil in der Stadt mit kleinen Autos halte ich E-Mobilität für sinnvoll. Ich finde, da hast du auch eine realistische Chance, die Dinger aufzuladen über Nacht am Haus. Ja, aber ich bin schon wieder privilegierter, weil ich ein eigenes Haus mit einem eigenen Stellplatz habe. Eigenen Solarzellen. Nee, habe ich noch Das nicht nicht, mal, ja. weil das Haus der Denkmalschutz verbietet man mir. Ja, Das Haus der das ist- Denkmalschutz darf es nicht. Ja, okay. Vielen Dank. Ja. Da habe ich dann neulich mal gefragt, da meinen Dezernenten, wie ist denn da? Ja, nö, wissen wir noch nicht. Diese Zähigkeit, diese Trägheit, wir wissen ja auch noch nicht, wie das nun wird mit der Heizungsregelung. Ja, oh, Was mache ich da? das Gottes ist- Willen. So, ja. Die ganze Deutschland fällt über seine eigentlich verfassungsrechtlich prima durchdachten, aber leider viel zu langen Füße. An jeder Ecke. Deutschlandtempo. Ja. Das ist das aller wichtigste, das dickste Brett, was sie bohren wollen. Ja, aber man muss auch sagen, die Vorregierung, die 16 Jahre lang mit einer CDU-Bundeskanzlerin vorweggerannt ist, die haben auch die Digitalisierung verpennt. Und ehrlich gesagt, die jetzige Regierung löffelt den ganzen Brei aus. Absolut. Also das ist Das jetzt ist nicht so, leider dass das so. alles nur rot-grün ist. Also sondern außenpolitisch muss man war sagen. die wohl gelitten, aber das stimmt. die haben sich ausgeruht auf Ja, der die- Agenda 2010 und Ja, die und die bekanntlich haben- ein Sozialdemokrat geschaffen. Ein Autokanzler, der letzte große Autokanzler. Ja, der aber eben auch das Charisma und auch die Führungsstärke hatte, Dinge durchzusetzen. Merkel ist ja, ich meine, gut, das waren ja glückliche Jahre für Deutschland, nur Merkel war im Grunde genommen weiter so Stillstand, nichts tun. Wirklich Stillstand. Gut, ich meine, War das aber einmal, hat natürlich sich dann geregt, irgendwie mit sehr beleidigten Reaktionen auf den Dieselskandal, weil sie gesagt hat, jetzt glauben wir euch gar nichts mehr. Haben sie ehrlich gesagt auch recht. Und natürlich mit dem sehr überhasteten Energieausstieg, habe ich ja eben schon gesagt. Ja. Da war sie dann irgendwie, das waren die 2 einzigen Male, wo sie schnell war. Als das Thema Glasfaser hätte ausgebaut werden müssen, da waren sie nicht so fix. Nein, und ich bin ziemlich sicher, dass sich ein Segment auftun wird, natürlich in urbanen Räumen, für Stadtminis luxuriöser Machart. Also im Prinzip, was tendenziell Mini schon macht, wo der Mini ja mittlerweile eigentlich schon zu groß ist für ein reines Stadtauto. Ich denke also eher an diese V2-Größe. Die Leute, denn in der Großstadt definiert sich autofahrerische Lebensqualität ja nicht durch PS, sondern durch Parkraum, Genau. Parkplatz finden. Genau. P wie Parkplatz finden und nicht PS. Und und also ich kann nur von mir sagen, ich verbringe in meinem Smart gefühlt über 99% meiner Autofahrlebenszeit in diesem Smart. Ja, warum soll ich eigentlich, wenn ich denn so viel Zeit in diesem Auto verbringe, da auf Luxus verzichten, wie ich ihn in größeren Autos kenne? Das ist meinetwegen auch edle Lederausstattung, die übrigens angeblich ökologisch gar nicht so schlimm sein sollen, wie es immer heißt. Denn aufgrund des nun mal immensen Fleischverbrauchs der Menschheit, unter anderem bei Rindern, fallen die heute ohnehin an. So, die Frage, wie man sie dann verarbeitet. Aber Kunstleder ist halt Kunststoff und
basiert auf Rohöl und so weiter, ist also auch kein Waisenknabe. Dann gibt es ja wieder die Leute, die machen damit Recyclingmaterial hin und her. Auf jeden Fall, so ganz eindeutig ist die Sache da nicht. Nein, aber nochmal zurück, diese Edelminis oder Edelmikros, müsste man treppenderweise sagen, halte ich für ein kommendes Segment. Natürlich zugegeben, das ist Luxus dann, genauso wie die kleine Vuitton-Tasche eben Luxus ist oder die kleine super-duper Armbanduhr ist auch Luxus. Aber wenn denn gerade deutsche Hersteller angesichts der chinesischen Herausforderung sich hinausretten wollen in Richtung Luxus, dann sollten sie auch über Edelminis nachdenken. Ein Brabus hat es ja vorgemacht. Ich kann jetzt nicht den Verkaufsanteil bei Smart sagen, wie viel Prozent davon Brabus sind, aber doch eine ganze Menge. Sieht man das so. glaube ich auch. Nicht? Also vielleicht 5%, vielleicht sogar 10 und mehr, ich weiß es nicht. Keine Unterlage, aber ich würde sagen, es ist relativ viel, weil es einfach schick aussieht. Ja. Du fährst damit täglich in der Stadt herum, ja Mai, warum soll das Ding nicht ein bisschen pfiffig aussehen? Auch wenn, 17, 18 Zoll auf so einem kleinen Ding technisch Quatsch sind, aber es sieht halt lustig aus. Lass doch die Leute. Tut ja nicht weh. Was siehst du als die Chance jetzt noch der deutschen Autoindustrie? Also Luxus, hältst du die Strategie für richtig? Oder dass man sich so komplett aus diesem Kompaktsegment verabschieden? Also ich glaube, oder ist anstrengend? angesichts des chinesisch absehbaren Wettbewerbs, der bereits heutigen Stärke der Hyundai-Leute, Hyundai-Kia, halte ich das Ausweichen nach oben grundsätzlich für richtig, angesichts des hohen auch Qualitätsimages deutscher Marken. Nur, wie schon gesagt, da müssen sie halt auch qualitativ liefern. Und es sind halt nicht diese Stückzahlen mehr möglich. Wenn ich, so wie Mercedes es andeutet, beispielsweise eine A-Klasse komplett aufgebe oder der Audi keinen A3 mehr anbietet oder der BMW vielleicht keinen 1er mehr, wobei sie das so nicht sagen, haben wir noch nicht entschieden, dann fehlen da halt Stückzahlen. Und wie vorhin schon gesagt, das verringert die Beschäftigung, die Auslastung der Werke. Es hat Einfluss auf den Beschäftigungsgrad der Mitarbeiter und auch der Zulieferer, die eben bislang größere Stückzahlen gewohnt sind. Und es gibt natürlich einen gewissen Skaleneffekt. Dann muss man halt wiederum das versuchen ausgleichen, möglichst sich auf idealerweise nur eine Plattform zu konzentrieren, über die alles läuft, um die Stückzahl wieder hochzukriegen. Glaubst du, BMW wird den 1er aufgeben? Ich meine, die haben ja den Mini und die Plattform. Ja. Also, ja, da können die ja spielen. Das ist ja genial. Die können ja zwischen Mini und 1er ausgleichen. Ich glaube, die Entscheidung steht akut nicht an. Nicht? Das weiß ich nicht. Aber die haben doch jetzt da irgendwie eine neue Klasse reborn. Und das ist eben, soweit ich das sehe, also ich war nicht selber mit in Las Vegas, ich habe es nicht live gesehen. Aber allein, dass du in dieser für immerhin schon 2025, also jetzt in 2 Jahren, angekündigten neuen Klasse eine virtuell Wunschaußenwelt darstellen kannst, wobei du dennoch dabei Auto fahren kannst, über bestimmte Anzeigen verändern eben die Wahrnehmung der Außenwelt. Das finde ich schon mal ziemlich abgefahren. Dann kann dieses Ding, zumindest die Studie, die Farbe wechseln auf Knopfdruck. Also für so einen Farbfreak wie mich ist das ja großartig. Also da bräuchte ich nicht mehr einen CSI in Golfgelb, einen in Inka, einen in Tiger und einen in Türkis. Nee, du kannst einfach mit einem Auto glücklich sein. Kann ich das in einem Auto realisieren, je nach Lust und Laune und Gelegenheit und Anlass. Finde ich natürlich Spielerei, aber großartig. Großartig. Farbwechsel. Wird Geld kosten, ist auch angeblich schwierig an den Kanten und bestimmte Radien kann man damit noch nicht so darstellen. Das sagten die auch ganz offen. Aber die Tatsache, dass sie es vorstellen, dass sie machen, dass sie in die Richtung denken, finde ich prima. Dann haben sie eben gesagt, dass die Erlebniswelt, die Kids auf ihren Mobile Devices erleben und damit tagtäglich kohabitieren, die wird halt so 1:1 im Auto fortsetzbar gemacht. Finde ich auch großartig. Weiter. Dann sagen die BMW-Leute, oder deuten es zumindest vorsichtig an, dass sie bei der neuen Klasse mit einem energiedichteren Akku antreten werden. Also höchstwahrscheinlich Feststoffelektrolyt, dessen bei Energiedichte mindestens 50% höher ist. Sprich Reichweite, bei gleicher Akkugröße mehr Reichweite oder umgekehrt gleiche Reichweite, kleinerer Akku. Auto wird leichter. Fortschritt. Finde ich, wenn das so kommt, sehr ermutigend, zumal ich auch das Design
Also die ist wiederum eigentlich klassische Stufenheck, wie wir es idealtypisch kannten vom E30, also vom zweiten Dreier. Oder vom 1er BMW noch. Ne? Nee, der 1er war Der 1er als Hatchback. Na, aber den gab es ja dann auch irgendwann. Gab es als Coupé, ja, das stimmt, aber der ist ein bisschen gedrängt. Die neue Klasse ist etwas kantiger, etwas Ferrari 400 pininfariniger oder der kleine Maserati oder eben also die wirklich Freebox. Zurück zur Freebox finde ich sehr interessant. Vielleicht ist sicherlich nur eine Karosserievariante werden wird, wenn es denn so kommt. Finde ich ermutigend. Fand ich also dieses iVision D heißt ja diese Studie, fand ich insgesamt ziemlich ermutigend. Ich fand übrigens auch ermutigend dieses aerodynamisch optimale Langstrecken-Elektroauto EcoXX von Mercedes. Ach so, ja. Relativ langgestreckte Zigarre, aber jetzt nicht ganz so kompromisslos wie dieser damalige VW-Rekordwagen. XL1. XL1, ja, genau. Sondern immerhin also schon mit einem kleineren Greenhouse, wegen Aerodynamik, also wegen Stirnfläche natürlich. Sehr langes Heck, fand ich sehr elegant gelöst. Toll. Ich finde ja ehrlich gesagt bei Mercedes die Elektroreihen nicht unbedingt so elegant. Nee, genau, die finde ich ein bisschen pummelig. Ne? Da lange mich zurückgehalten mit Kritik, aber die Dinger sind einfach nur rundgelutscht und langweilig. Und ja, also komplett im Windkanal entstanden, aber ich muss echt sagen, da hat Mercedes schon viel aufgegeben. Und andere kriegen ja auch kantige Formen hin. Ja. Eine Makia zum Beispiel, ich finde den ja ganz hübsch eigentlich. Ne? Oder auch diesen Honda, diesen kleinen Stadtelektrowagen von Honda. Wie heißt der denn? Den finde ich, der aussieht wie den Golf 1. Ja, oder Reminiszenz auf den ersten kleinen Honda, den, ich glaube, N360. Auf jeden Fall, er hieß 360. Das war genauso mit so Rundscheinwerfern, dieses Kindchenschema, Front, ganz typisch. Das ist so ein Halbretro. Ist eigentlich ein sehr, sehr teures Auto. Ja? Man sieht ihn selten, weil er wirklich verdammt teuer ist. Ja, okay. Wenn du jetzt dein ganzes Geld auf einen Autohersteller setzen müsstest, aber du musst die Aktie 30 Jahre behalten, welcher wäre das? Schlussendlich BMW. BMW? Ja, weil vielleicht auch Toyota, weiß ich nicht, aber Toyota kann ich nicht so überschauen, weil eben ähnlich wie Toyota BMW eben zu wesentlichen Teilen family-owned ist, also einer Privatleuten gehört, eben halt den Quantz oder Susanne Klatten. Und dadurch, das sind Leute, die halt längerfristig denken als irgendwelche gierigen Shareholders, die halt Ergebnisse sehen wollen. Ja. Das ist bei Mercedes das Problem. Genau, das ist bei Mercedes das Problem. Und das hat BMW eben so nicht im Nacken. Und Porsche? Haben sie auch nicht. Porsche ist, weißt du, wenn tatsächlich irgendwann keine Verbrenner mehr möglich sein sollten, vorsichtig, konjunktiv, dann wäre der 911 so nicht mehr möglich. Und dann bricht das Herzstück der Marke weg. Nicht? Das ist das Risiko. Porsche hat ja, was ich jetzt noch erzählt, im Getriebe so einen Leerraum geschaffen, wo man also eine parallel arbeitende E-Maschine einbauen könnte. Ging allerdings davon aus, dass die Entwicklung der Akkus hinsichtlich Energiedichte, also entsprechend kompakter mögliche Bauweise des Akkus, schneller vorangehen würde, als es dann da eingetreten ist. Und dann hätte man bei Porsche vielleicht vorne unter dem Kofferraum oder sowas das Ding unterbringen können im 911. Das ist so nicht eingetreten. Und insofern ist diese Option der Teilelektrifizierung des 911 nicht realisierbar gewesen. Ich glaube, Ceteris Paribus geht man jetzt immer davon aus, der wird halt, solange es geht, als Verbrenner weiter. Aber wenn der wegfällt, einfach aufgrund gesetzlicher Vorstellungen, nicht nur Europa, möglicherweise auch USA, China, was ich, ohne den 911 kriegt Porsche ein Problem, weil dann ist eben 911 nur noch Heritage Vergangenheit und nicht mehr real neu kaufbar. Das ist die Schwierigkeit. Und dann ist natürlich generell die Frage Motorsport. Nicht? Welchen Stellenwert wird Motorsport künftig haben?
gerade auch aus Perspektive der nachwachsenden Zielgruppen. Ferrari? Ja, Ferrari wird überleben. Das glaube ich auch. Ferrari ist so... Ferrari ist eine so geile, starke Marke. Ja. Ich meine, Porsche ist auch eine starke Marke, ne? Von der ganzen Markenfamilie. Aber Ferrari ist halt schon nur Luxus, nur High-End, nur die oberen, nicht 10.000, sondern die oberen 10. Und das glaube ich auch, egal ob Motorsport oder nicht, aber die haben eben auch nicht diesen 911er als Kernprodukt, sondern die haben einfach Ferrari Supersport, ist ne? insgesamt wie 911. Ja, genau. Ja, soweit habe ich theoretisch Ferrari-Aktien. Ja. Und Engländer, du bist ein großer Engländer-Fan. Ja, kein einziger. Nee, glaube ich auch nicht. Bei Engländern war es ja immer ein aufgekauft werden. Die Frage ist nur von wem. Ne? Ja, das ist ja historisch interessant. Im Grunde ist ja die englische Autoindustrie am Ende des Tages am mangelnden gesellschaftlichen Konsens zugrunde gegangen. Denn, das ist interessant, die Engländer, die wirklich unter, wie Churchill sagte, Blood, Toil, Sweat and Tears den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, sich fürchterlich ausgeblutet haben und eben nach 1945 auch einen sehr stark veralteten Kapitalstock hatten, waren immer noch bis, ich will jetzt nicht lügen, auf jeden Fall in den 50er Jahren noch der größte Automobilproduzent nach Amerika, selbstverständlich, nach den USA. Der größte in der Welt. Vor dem Ersten Weltkrieg war es übrigens Frankreich gewesen, das ist ganz interessant. Ja, okay. So, und die Engländer verkauften ihre Morris und Austins und was es alles gab, stark in die Mitgliedsländer des Commonwealth. Das kann man so, ja, klar. Also in Afrika, Indien und so weiter. Australien Und dachten, diese Märkte sind auf ewig unser. Das war mal der erste Trugschluss. Ja. Der zweite Trugschluss war, dass man als Siegermacht nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich wenig Veranlassung sah, sein dreiklassiges Gesellschaftssystem zu ändern. Das da bestand und im gewissen Sinne heute noch besteht aus oben den Noble, den Royals, an deren Spitze halt die englische Könighaus steht, unten den Laborers, den Blue-Collar Workers, die eben im Zuge der Industrialisierung, die ja stark von England ausging, Ende des 19. Jahrhunderts entstanden ist. Und in der Mitte den Gentlemen, den sogenannten Gentlemen, die halt in den Büros in London, heute sind sie Internet- und Verlagsleute und damals waren das halt clevere Kaufleute. So, das sind so die drei Schichten. Im Grunde gilt das heute noch. Aber es war noch ausgeprägter damals und es bestand kein gescheiter Dialog zwischen diesen Schichten, insbesondere nicht zwischen den Gentlemen und den Blue-Collar-Workers. Und mit einer gewissen Arroganz wurden halt diese Firmen jeweils autark regiert und Qualität wurde relativ zu denen, was die Deutschen bei Volkswagen und anderswo und Mercedes und so weiter lieferten, immer schwächer. Und die Wirtschaftlichkeit war auch nicht mehr gesehen. Beim Mini, der 1958, glaube ich, vorgestellt wurde, legte BMC 30 Pfund pro Auto dazu, weil sie noch nicht mal rechnen konnten. Und die Konstruktionen waren nach wie vor genial. Also gerade Isigonis mit dem Mini oder dem dann späteren, so heute war dann Golfklasse AD016 Baureihe, also Austin Morris 1100, 1300. Tolle Konstruktionen, nur eben qualitativ nicht doll, kein richtiger Händler-Support, Organisation. Und dann fingen die Blue-Collar-Workers an, dagegen aufzubegehren, organisiert in einer Vielzahl von Einzelgewerkschaften und konnte eben, mal eine Einzelgewerkschaft mal kurz den Nachschub an Innenverkleidungen lahmlegen für ein bestimmtes Modell, dann konnten die nicht ausgeliefert werden. Dann musste der Fertigungsablauf unterbrochen werden. Das führte im Gesamtprozess zu einer Gefährdung der Qualität, weil dann blieb da alles stehen, dann muss wieder angefahren werden und so weiter. Das heißt, die Qualität der englischen Autos hat böse gelitten und die Wirtschaftlichkeit natürlich auch. Aber wichtig ist, dass meines Erachtens eben die fürchterlichen Streiks, die in den 60er Jahren in England begannen, eigentlich eine Reaktion waren auf dieses erstarrte Gesellschaftssystem Englands. Naja, und dann verloren sie halt Stückzahl. Der AD016 wurde noch in 2 Millionen gebaut, ungefähr. Also dieser Morris 1113, der Mini natürlich noch viel mehr, 8 Millionen, glaube ich.
Aber das waren die letzten großen Stückzahlerfolge. In ihrer Verzweiflung brachten sie immer krudere Modelle, zum Beispiel den Morris Marina. Also das war dann so ein extrem konservatives, starrachsiges, zusammengehauenes Ding, so für die eher, ja, und den etwas avantgardistischer gedachten Austin Allegro, ursprünglich mal gut designt von Giugiaro, aber dann stellten sie fest, der Motor passt da irgendwie unter die flache Haube vom Giugiaro nicht rein. Dann wurde mal kurz so rundum, so an der Tornado-Linie ein bisschen erhöht, dann sah das aus wie eine Qualle schlussendlich. Und noch dazu qualitativ miserabel. Also diese Marina und Allegro, das sind so die beiden Modelle, so die den als physisch den Niedergang von British Leyland dann schlussendlich markieren. Das andere ist ja bekannt. Nee, und was in England heute nach wie vor Edelschmieden, nicht? Aber gut, da gibt's Jaguar, Range Rover, aber Jaguar ist halt, gut, das ist ein anderer, das gehört ja zu, Jaguar Land Rover JLR gehört ja zu Tata Indien. Ist ja auch irgendwie so eine Ironie der Geschichte, dass also jemand aus einer ehemaligen Kolonie nun also denn doch die von der Stückzahl her bedeutendste britische Firma übernimmt, britische Marken übernimmt. Und denen ist, ich glaube, um 1918, 19 ein Missgeschick in China passiert, wo sie natürlich wie alle über 40-50% ihrer Deckungsbeiträge in China gemacht haben, indem sie sich, ich glaube, mit Chery zusammentaten als Fertigungspartner in China vor Ort und die also eine miserable Qualität bauten, weil sie das, was so gerade die Range Rover nun verkörpern sollten, also die kleinen Jaguar auch dort gebaut in China, so schlecht waren, dass die Händler also in China auf die Barrikaden gingen und die also innerhalb von 1-2 Jahren 50% ihres Volumens verloren haben und dadurch ziemlich finanzielle Nöte bekommen, weil sie andererseits aufgrund ihres Erfolges ansonsten gerade bei Range Rover ziemlich fette Marketingstrukturen aufbauen. Also im Grunde genommen ist JLR von der kaufmännischen Seite her ein Sanierungsfall. Wie weit die jetzt damit sind, weiß ich nicht. Nur es fällt ja auf, dass also auch die Innovationsgeschwindigkeit, insbesondere bei Jaguar, fast zum Erliegen gekommen ist. Wirtschaftlich sinnvollerweise konzentrieren sie sich jetzt auf Fortführen der Neuheiten erstmal auf der Seite Land Rover, Range Rover, jetzt hat man Defender als eigene Marke aufgebaut, noch zusätzlich, weil das halt die Ertragsbringer sind. Aber der Firma geht. Ich meine, man muss denen zugutehalten, die Designs, gerade bei diesen Range Rovern, sind halt, wie ich meine, immer noch die attraktivsten bei diesen SUVs. Vergleicht das mal mit diesen ganzen sonstigen SUVs, die rumfahren. Der Range Rover bleibt erkennbar, das haben die gut hingekriegt. Das stimmt. Jaguar hingegen, schwierig. Ist ein Jaguar noch so klar zu unterscheiden von einem Tesla oder BMW oder so? Ich weiß es nicht. Ja. Ich fürchte, Jaguar wird ein ähnliches Schicksal erleiden wie Lancia bei Fiat. Man wird die Marke nicht ganz einstellen mögen, aber sie wird halt reduziert auf 1, 2, weiß ich nicht, Modelle. Wenngleich ich gehört habe, dass man Lancia wieder reaktivieren will bei Stellantis. Ja. Ich weiß es nicht, wäre ganz hübsch. Gut, aber das ist natürlich klar. Ja, aber Stellantis, die lassen jetzt Opel aber auch ganz schön ausbluten, oder? Französische Rache, man weiß es nicht. Aber keine Ahnung, also Opel finde ich ist ja eigentlich eine tolle Marke, ne? Ja, also mit einer tollen Fanbase, mit extrem qualitativ tollen Autos. Ja, ursprünglich mal. Ja, ursprünglich mal, bis der Lopez kam. Aber ich finde jetzt zum Schluss, die Opel, wenn ich da mal reingesetzt habe oder so und fand ich die qualitativ immer richtig gut. Fandst du nicht? Die Oberflächenmaterialien? Ja. Da waren wieder richtig gute Autos, die leider imagemäßig nie wieder zurückgekommen sind. Dieses Loser-Image, dann hieß es, Opel wird verkauft, dann hin und her. Opel haftet seit wann eigentlich? Seit den 90er oder seit den 2000er Jahren so ein Loser-Image an. Naja, Opel war ja mal die größte Marke Ostdeutschlands. Also als die 89 die Grenzen geöffnet wurden, war Opel ja zur Stelle und hat sich da ausgebreitet. Und da hat VW von geträumt, so halbwegs. Ja. Ne? Also Opel war wirklich groß und auch imagemäßig. Und ich fand zumindest hier rechts sehen wir übrigens so ein Mercedes EQE SUV. Allein die Fantasiehaftigkeit dieser Namensgebung. EQE SUV. Und davor ist ein EQS. Sehen beide gleich aus. Ich kann die nicht mehr unterscheiden. Und oben ist noch gelutschte Stück Seife an. Ja. Es kann doch nicht wahr sein.
zurück zu Opel hingegen, tolle Designs, Exterior-seitig. Interior immer wieder fand ich enttäuschend. Keine liebevoll schön gezeichneten Instrumente, blöde Farben, schlechte Beleuchtung. Das Finish im Innenraum bei Opel stand für mich im Gegensatz zur tollen Qualität des Exterior-Designs ganz eklatant. Aber also nimm den Calibra. Viel schöner als der 6er BMW, als der 8er BMW, pardon. Und lustigerweise hast du vollkommen recht, wenn man sich reinsetzt, sitzt man im Vectra. Ja, und das Vectra-Armaturenbrett mit irgendwie so verschachtelten weißen Skalen war einfach nicht schön. Unschöne Schalter. Warum hat Opel im Interior-Bereich das nicht besser gemacht? Das ist eine Facette, aber wo wir gerade über Design sprechen. Ich fand davor Commodore B insbesondere, ein super Design. Ja. Chuck Jordan und ein deutsches Team, die den in Rüsselsheim gemacht haben. Irre gut. Ich finde auch heute noch die Astra-Linie wirklich gut, Design. Nur finde ich auch. Aber vom Image her ist es schwer, den Leuten zu verkaufen scheinbar. Ja, weil Loser-Image. Wenn ich vor der Wahl stehe, nehme ich einen Seat oder einen Opel. Tja, ist ja andersrum. Die sogenannten Premium-Marken sind eben auch viel upiker geworden. Nicht? Also irgendwie bei den allgemeinen Preisniveau, da fehlt es dann eben auch nicht an den allerletzten 2.000, 3.000 Euro, dass ich nicht gleich einen Audi kaufe oder Mercedes oder BMW. Du siehst das ja an den Marktanteilen. Nicht? Also Opel liegt deutlich hinter den 3 Audi, Mercedes, BMW. Im Marktanteil dahinter. Dabei gelten sie als preiswertere Marke. Aber sie sind dahinter. Ich müsste mir jetzt die Zahlen nochmal angucken. Aber das ist ja auch nicht. Ja. Und das ist natürlich eine ganz blöde Situation. Nicht das Image, kein Premium-Image zu haben, aber noch nicht einmal dementsprechende Stückzahlen dagegen setzen zu können. Naja, und jetzt mit ein Ding nach dem anderen gestrichen. Ja. Wenn du so willst. Ja, aber es ist natürlich auch inkonsequent, nicht? Also der Opel Adam war ein wirklich tolles pfiffiges Mini-Auto, was natürlich angesetzt war gegen den Mini von BMW. Ich fand den nicht schlechter als den Mini, wenn ich ehrlich bin. Wunderbar. Also mit dieser Zweifarblackierung, mit dieser Individualisierbarkeit. Ja. Sehr, sehr gut. Genau. Opel zum Beispiel hat auch damals schon erkannt, Premium Mini ist was. Ja. Warum eingestellt? Mangelnde Stückzahl. Vorher Opel Tigra. War teurer als der Corsa, 10 cm kürzer. Ja klar, gut, natürlich, klar, weil es ist ja eine andere Zielrichtung. Genau. Opel Tigra eingestellt worden. Opel Speedster, okay, auf Basis von dem Lotus eingestellt worden. Hier, Kalida, Cabrio, sehr schön, zumindest von außen. Ein tolles Cabrio, eingestellt. Opel hält nichts durch. Macht immer wieder Anläufe, ja, wir könnten doch und hält es nicht durch. Tja, Opel hält es nicht durch. Das lassen wir jetzt mal so stehen, da habt ihr sicher eure eigene Meinung zu, denn jetzt war auch die gemeinsame Fahrt vorbei und wenn ihr nochmal die Zusammenfassung der Gedanken von Markus Klipgen lesen wollt, dann findet ihr sie auf meiner Webseite, wie gesagt, unter www.alteschule.tv und den Link dazu auch nochmal unten in den Shownotes. Bis nächste Woche, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de